Hi, ich bin Freddy Wong und ich werde darüber reden, wie du Beleuchtung effektiv nutzen kannst, um eine Stimmung und einen Stil zu erzeugen, die dein Publikum begeistern. Zuerst sollten wir uns fragen, was ist gute Beleuchtung und warum ist sie wichtig? Vielleicht weißt du nicht genau, was gute Beleuchtung ist, aber du weißt bestimmt, was schlechte Beleuchtung ist. Wenn du ein Video anschaust, auf dem du die Person kaum sehen kannst oder ein großes Fenster im Hintergrund ist, sodass das Gesicht dunkel ist oder es so hell ist, dass du keine Details erkennst, oder das Licht ist nichtssagend und verleiht keine Atmosphäre und kein Gefühl für die Szene. Gute Beleuchtung hilft dir, deine Ideen für den Look deines Videos zu kommunizieren und Zuschauer auf emotionaler Ebene anzusprechen. So sehen sie nicht nur, was passiert, sondern die Beleuchtung wird Teil der Geschichte und vermittelt eine bestimmte Stimmung. Gute Beleuchtung hilft dir also, deine Story effektiv zu kommunizieren, ohne zu offensichtlich zu sein oder zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Leute denken oft, ohne Licht geht es nicht und schalten alle Lampen an, die sie haben, und machen alles hell und grell, und dabei braucht man das alles gar nicht. Wichtiger ist, rüberzubringen, was du sagen willst. Und wenn es zum Beispiel eine einsame Szene ist oder das Gegenteil davon, stell sicher, dass die Beleuchtung der Stimmung entspricht, die du zeigst. Eines der besten Beispiele, die wir haben, ist nicht etwas, das ich beleuchtet habe, sondern unser sehr talentierter Filmregisseur und Kameramann John Selman. Und zwar für die 2. Folge der 3. Staffel von Video Game High School. Die ganze Story ist eine Art Noir-Sequenz, die in einem ganz anderen Stil gedreht wurde als der Rest der Show. Normalerweise hat Video Game High School einen sehr einheitlichen Look, und in dieser Folge hat sich John mit dem Noir-Stil ausgetobt und viele Schatten reingebracht, weil der Charakter versucht, ein Rätsel zu lösen. Hier hat die Beleuchtung also sehr geholfen, den Ton zu bestimmen und die Stimmung zu prägen, die diesen Teil von allen anderen unterscheidet, das wir gedreht haben. Wie wählt man das beste Licht für sein Video? Mit so viel Licht und Optionen zur Auswahl wähle ich die Beleuchtung aus, die am besten zu den Videos passt, die du für deine Fans drehst. Wenn du einen Vlog oder eine Videokomödie erstellst, macht es Sinn, die Videos heller und gleichmäßiger zu beleuchten, da die Leute sich nicht auf eine dramatische Szene konzentrieren sollen, sondern auf das Komische oder auf dich als Vlogger. Das gelingt dir mit Hintergrund- oder Randbeleuchtung. Wenn du etwas Dramatischeres drehst, einen Actionfilm, Thriller oder ein Musikvideo, solltest du mehr Kontrast hinzufügen oder mit der Farbe des Lichts spielen, sodass das Bild dynamischer und aufregender erscheint. Helligkeit, Kontrast und Farben, das sind die Elemente, die dir helfen, deinen eigenen Stil zu erzeugen und die Story rüberzubringen, die du erzählen willst. Am Anfang wirst du wahrscheinlich ein wenig mit den Reglern spielen und anfangen, Dinge heller zu machen oder etwas Farbe und Sättigung hinzuzufügen, weil du etwas erreichen willst, das cool aussieht. Um ehrlich zu sein, etwas zu machen, das cool aussieht, ist gar kein schlechter Start. Aber du solltest auf jeden Fall darüber nachdenken, wie all die Dinge, die du machst, um den Look deines Bildes zu verändern, die Botschaft verändern, die du vermitteln willst. Das lässt sich am einfachsten am Beispiel einer Horrorszene verdeutlichen. Wenn eine Horrorszene super hell beleuchtet ist und du alles sehen kannst, kommuniziert das nicht wirklich, was du aussagen willst, wenn du willst, dass jemand Angst hat. Auf der anderen Seite kann eine sehr hell beleuchtete Horrorszene in dem Film herausstechen. Sie könnten deinen Zuschauern ein falsches Gefühl von Sicherheit vermitteln, wenn du sie danach plötzlich erschreckst. Das sind alles Dinge, die man lernen kann, indem man Filme anschaut und bewusst auf die Beleuchtung achtet, für die die Regisseure und Kamerateams sich entschieden haben. Das einfachste Element der Beleuchtung ist die Helligkeit. Je heller das Licht, desto heiterer die Stimmung, die du erschaffst, und desto besser kann man alles sehen. Du kannst die Helligkeit anpassen, indem du Licht hinzufügst oder mit der Distanz zum Motiv spielst. Kontrast bezieht sich auf den Unterschied zwischen dem hellsten Teil deines Bildes und dem dunkelsten. Vielleicht sind einige Bilder deines Frames gut beleuchtet, während andere bewusst dunkler erscheinen, um eine interessante Struktur zu schaffen. Das Hinzufügen von Kontrast verleiht einem Video einen dreidimensionalen Look und macht es dramatischer. Die Farbe des Lichts zu ändern ist ein wirkungsvolles Tool, um die Stimmung in deinem Video zu beeinflussen. Kühlere Farben verbreiten eine sehr ruhige Stimmung oder stellen Nachtszenen dar, während warme Farben ein intimeres Gefühl erzeugen. Wie viele YouTuber braucht es, um eine Glühbirne zu wechseln? Das hängt davon ab, wie viel Lichter du hast. Ich weiß, der war schlecht. Es gibt Tools, mit denen du das Beste aus deiner Beleuchtung holen kannst. Unterschiedliche Beleuchtungswinkel sind eine super Möglichkeit, Licht zu verändern, um einen neuen Look oder ein Gefühl zu erzeugen. Bei Innenbeleuchtung macht es Sinn, eine Frontleuchte zu benutzen, wenn du einen flachen, gleichmäßigen Look erzeugen willst. Dieses Licht kann auch das magische Leuchten in den Augen erzeugen, dieses kleine Glitzern. Und manchmal ist es sehr wichtig, um deinen Charakter menschlicher erscheinen zu lassen, und es hilft dir dabei zu kommunizieren, worum es geht. Wenn du mehr Schatten auf das Motiv fallen lassen willst,
Probiere es mit dem Fülllicht von der Seite und etwas entfernt von einem Motiv. Das wird für ein klein wenig mehr Dimension und Tiefe sorgen. Und wenn du deinen Frames spürbar mehr Struktur verleihen willst, solltest du eine Hintergrundbeleuchtung hinzufügen, vielleicht sogar ein Randlicht hinter dem Motiv. Das sorgt für einen Halo-Effekt und hebt das Motiv vom Hintergrund ab. Wenn du tagsüber draußen filmst, dann such dir einen schattigen Drehort, sodass du nicht in die Sonne blinzeln musst, aber trotzdem eine dynamische Farbenvielfalt erhältst, wo nicht alles verwischt ist. Es gibt also verschiedene Arten von Licht. Wo fängt man da an? YouTuber, die bestimmte Beleuchtungsentscheidungen treffen, können effektiver eine Bindung zu ihrem Publikum aufbauen. Es gibt die folgenden 3 grundlegenden Beleuchtungsoptionen: Tageslicht, die Sonne, Lampen, die man zu Hause hat oder ein Beleuchtungskit, das du kaufst oder leihst. Natürliches Licht ist toll, weil es super hell ist und die hellste bekannte Lichtquelle überhaupt. Aber es gibt Einschränkungen, vor allem weil du es nicht kontrollieren kannst. Es liegt nicht in deiner Macht. Ein praktisches Licht wie eine Lampe oder ein Beleuchtungskit ist in der Reichweite etwas beschränkter, erlaubt dir aber mehr Flexibilität als die Sonne. Du kannst entscheiden, ob du kühles Licht haben willst, wie eine Fluoreszenzlampe oder zum Beispiel warmes Kunstlicht. Und du kannst das Licht positionieren, wo du willst, den Winkel oder Kontrast der Beleuchtung ändern, die Intensität des Lichts auf das Motiv anpassen. Viele spannende Dinge. Unterm Strich sind beide Quellen gute Optionen und für welche du dich entscheidest, solltest du von der Stimmung abhängen, die du erzeugen willst. Schauen wir uns jetzt an, wann, wie und warum natürliches Licht zum Einsatz kommt. Natürliches Licht ist ein effektiver Weg, um sicherzustellen, dass dein Publikum alles sehen kann, aber es gibt auch einige wichtige Dinge zu berücksichtigen, damit du nicht überbelichtest oder aus Versehen von dem ablenkst, was du vermitteln willst. Wenn du draußen bist, wirst du feststellen, dass die Sonne stark ist und du nur wenig tun kannst, um sie zu schwächen. Natürliches Licht ist super hell und wenn du dich im direkten Sonnenlicht befindest, kann es zu unschmeichelhaften Effekten kommen wie Blinzeln, dunkle Schatten, Überbelichtung, wo alles an Farbe verliert und ausgewaschen wirkt. Das sind in der Regel alles Dinge, die man vermeiden will. Wenn du draußen bist, such dir einen schattigen Platz, wo du die Vorteile der Helligkeit und Qualität des Sonnenlichts nutzen kannst, ohne dass starke Schatten entstehen, die dazu führen, dass die Akteure die Augen zusammenkneifen oder abgelenkt werden. Wenn du drinnen bist, decke die Fenster mit nicht ganz blickdichten Vorhängen oder ähnlichem ab, sodass man noch sieht, dass es draußen hell ist, ohne die Szene zu überbelichten. Die Kameraeinstellung zu verändern oder einen ND-Filter zu verwenden, kann natürlich auch helfen, einige dieser Herausforderungen zu bewältigen. Eine andere Art Licht, die du selbst bauen kannst, sind Klemmlichter, die du im Baumarkt kaufst. Es gibt eine ganze Abteilung nur mit Glühbirnen. Hol dir ein paar fluoreszierende Birnen und Kunstlichter, einfach einen Haufen Glühbirnen und schau dir an, wie sie vor der Kamera wirken, wie sie die Stimmung beeinflussen und wie stark sie sind. Wenn du das herausgefunden hast, kannst du all diese Tools nutzen. Wenn du eine Beleuchtung im Vlog-Stil aufbauen willst und nicht viel Zeit hast, ist das einfachste wie folgt vorzunehmen. Priorisiere, was der wichtigste Teil des Bildes ist. In dem Fall wahrscheinlich dein Gesicht. Und beleuchte ihn gleichmäßig und so, dass er nicht allzu stark vom Hintergrund abhebt. Das geht am einfachsten, indem du 1, 2 Lampen auf beiden Seiten der Kamera aufstellst und eine Art Diffusion vor die Lampe hältst. Dazu eignet sich alle möglichen Dinge, zum Beispiel ein weißes T-Shirt, ein Tuch, alles was das Licht durchscheinen lässt, ohne dass du hindurchschauen kannst. Das ist es, was du brauchst, um es für Diffusion über dein Licht zu werfen. Pass nur auf, dass es kein Feuer fängt. Das sind alles weitere Möglichkeiten, wie du Licht nutzen kannst, um deine Story mit Hilfe von Kontrast oder Farbe dramatischer oder spannender wirken zu lassen. Im letzten Teil schauen wir uns Beleuchtungstools näher an, wie Diffusion, Gele und Bounce Cards. Mit Diffusionspapier erzeugst du weicheres Licht, während Gel die Farbqualität des Lichts verändert. Angenommen, du willst deinem Motiv ein sanftes Leuchten verleihen oder das Gefühl vermitteln, dass die Person zugänglich oder entspannt ist. Wie machst du das, wenn du nur eine grelle Lampe hast, die ein fast angsteinflößendes und unzugängliches Gefühl vermittelt? Wenn du ein grelles Licht abmildern willst, erreichst du das mit Diffusion. Eine Bounce Card ist im Grunde eine riesige weiße Tafel, zum Beispiel aus Styropor. Sie wird verwendet, um Licht von einer Lichtquelle auf dein Motiv zu werfen, Schatten auszufüllen, die Lichtqualität auszugleichen oder Licht hinzuzufügen, wo deine Lichtquellen nicht hinkommen. Wenn du draußen filmst, brauchst du am ehesten eine Bounce Card, da sie die Schatten auf dem Gesicht deines Schauspielers ausfüllt und dies etwas sehr Wichtiges ist, insbesondere wenn du Nahaufnahmen und Ähnliches machst. Hier wird die Bounce Card dir ermöglichen, das direkte Sonnenlicht zu nutzen und zu gestalten. Bounce Cards und eine Diffusion. Denn oftmals ist die Sonneneinstrahlung sehr grell oder wirft starke Schatten. So kannst du eine Diffusion überwerfen und auf diese Weise sicherstellen, dass das Gesicht deines Motivs gleichmäßiger beleuchtet wird. Oftmals ist es das Einzige, das wir mitnehmen, wenn wir draußen filmen, eine Bounce Card und Diffusion.
Wenn du willst, dass dein Licht eine bestimmte Stimmung erzeugt, verändere die Farbe entsprechend. Bei einer Partyszene lässt sich buntes Licht super anwenden. Indem du Licht einen Hauch Farbe verleihst oder es kräftiger wirken lässt, kannst du die Stimmung deiner Szene ändern. Wenn du zum Beispiel Gelb benutzt, vermittelst du ein Gefühl von Freude, während Rot eine Gefahr signalisieren kann. Was kräftige Farben angeht, da haben wir ein Video mit dem Titel Arcade Dominator Redux gedreht, mit vielen Action-Szenen in der Spielhalle. Hier haben wir uns für einen krassen Neon-Look entschieden. Es wirkt fast wie eine Partyszene, daher waren wir sehr mutig mit der Farbauswahl. Man sieht viel Blau, Lila, Magenta. Wir haben also das voll ausgeschöpft, was eine gute Möglichkeit war, eine Stimmung und ein Gefühl in einem Raum zu erzeugen, in dem man normalerweise kaum was sieht, wenn man nur die Kamera aufstellt und filmt. Das Beste an Beleuchtung ist, dass du vertraute Umgebungen nehmen und sie verändern kannst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du gerne mehr von der Creator Academy lernen willst, klicke einfach hier. Und wenn du mehr von uns sehen willst, schau dir youtube.com/rocketjump an oder klick einfach hier.